Herzlich willkommen bei Linsenjagd. Mein Name ist Maurice Vleugels. Ich möchte Ihnen gerne die Unterschiede erklären zwischen einer Linsen Sedan und einer Linsen AC. Das AC steht auf Englisch für Aft Cabin, also eine Hinterkabine, und die Sedan kennzeichnet sich durch nur Vor- und Mittelkabine. Ich stehe hier auf die 40 SL. Den Aufbau von einer 40 Intero ist gleich, die Sedan, aber ich erkläre Ihnen nur mal die Unterschiede zwischen die AC und die Sedan. Die Sedan hat eine ganz lange Dachlinie, die durchläuft, wodurch Sie die Pflicht hinten am Boot direkt an der Wasserlinie haben. Die AC kennzeichnet sich durch einen etwas höheren Aufbau. In dem Teil nutzen Sie die Lebensfläche zweimal. Sie haben eine Achterkabine und eine Außensteuerstand. Hier sehen Sie bei der Sedan, dass der Steuerstand innen ist. Ich erkläre Ihnen gleich das Inneninterieur und die Inneneinteilung. Die Sedan hat eine Vorkabine, eine Mittenkabine, hat eine Dusche und eine Toilette. Im Salonbereich ist ein identischer Aufbau. Die Sedan hat eine riesig große Pflicht. Ideal für niedrige Fahrgebiete, wobei Sie nicht jedes Mal durch eine Brücke warten müssen und einfach unterdurch können. Das Schiebedach gibt einen sehr großzügigen Raum, damit Sie auch immer das Gefühl haben, doch in die Außenluft zu sitzen. Wenn es regnet, wird das komplette Wasser von dieser kompletten Oberfläche auf zwei Zentralpunkte abgeführt, damit Sie bei schlechtem Wetter nicht alle Himmelwasser an die Fenster vorbeikriegen. Die Mast kann man einfach legen mit zwei Fingern, damit Sie auch in die niedrigen Gebiete die Mast legen lassen können und einfach unter die Brücken durchgehen. Ich zeige Ihnen gerne mal die Interieureinteilung von der Sedan. Angekommen im Salon haben wir hier den Salonsitz mit einem ganz gemütlichen Frühstückstisch oder wenn Sie mal kurz eine Arbeit machen müssen am Rechner oder mal kurz auf Ihr Laptop in das Navigationssystem eine neue Route bestimmen. Dieser Tisch kann einfach eingeklappt werden. Und die beiden Hocker werden in das Standardprogramm mitgeliefert. Sie können sich vorstellen, dass sie sehr einfach auch in der Pflicht zu benutzen sind, wenn Sie mehrere Besucher bekommen. Im Salonsitz haben wir auch das Easy Sleep Convert System. Die Sedan hat, so wie gesagt, zwei Kabinen. Also die schläft 4 erwachsene Personen. Wenn mal mehrere Gäste kommen oder Ihre Enkelkinder, ist natürlich das Easy Sleep Convert System in 1 Minute umzubauen bis ein sehr großzügiges 2-Personen-Bett. Kommen wir am Steuerstand an, dann haben wir in die 40 eine doppelte Sitzbank. Wie gemütlich ist es nicht, wenn man zusammen das Fahren genießen kann. Sie haben beide eine super Aussicht durch die großzügigen Fenster. Und die hellen Seitenwände sorgen für ein Lichterlebnis. Sie fühlen sich wie auf dem Wasser. Wenn das Wetter es zulässt, können Sie das elektrische Schiebedach ganz einfach mit einer Handbedienung öffnen. Sie sehen direkt, wie viel Himmellicht hier reinkommt. Und das gibt Ihnen ein sehr gutes Gefühl, dass Sie draußen sitzen. Jetzt geht es sich um das Handling vom Boot. Also wie einfach können Sie selber fahren, alleine. Da haben wir unsere Entwickler natürlich auch über nachgedacht. Ich kann einfach diese Schiebetür öffnen, habe direkt einen Seitenzugang zu der Klampe. Und Sie sehen, ich muss noch nicht einmal rausgehen. Ich kann mit der Schleuse hier warten oder wenn ich in der Hafen bin, habe ich natürlich auch hier direkt eine Linie. Bei schlechtem Wetter sitze ich drin und ich kann die Tür auch auflassen. Mit einem Handumdreh schließe ich die wieder. Ganz einfach schieben Sie die zurück und Sie fahren wieder los. Der Küchenplatz ist großzügig. Wir haben hier die Corian-Oberfläche. Will ich mal ein bisschen mehr Schneidefläche, wenn ich mit 2 Leuten kochen will, 2 Erwachsene, mache ich hier in einem Handumdreh eine extra Schneidefläche. Damit ist das Kochen an Bord ein Vergnügen. Sie sehen auch, ich bin auch eine große Person. Die Sedan ist wirklich aufgebaut für große Personen. Sie haben überall einen freien Stehraum. So wie gesagt, das Video betrifft ein Vergleichungsvideo Sedan im Vergleich zu AC. Wir sind jetzt im Salonbereich angekommen von die AC, die Linsen 40 SL AC. Sie sehen, der Hauptunterschied ist eigentlich da, wo bei die Sedan den Innensteuerstand positioniert ist. Da ist bei die AC eine Dinette-Aufstellung. Die Pantry, also der Küchenstand, ist genau gleich mit den gleichen Funktionen, so wie Sie das auch gesehen haben auf die Sedan-Ausführung, so wie auch unsere Salonbank, jetzt gespiegelt aufgebaut,
aber eigentlich auf genau der gleichen Größe und natürlich mit integrierten Easy Sleep Converter. Im Vergleich zu die Intero haben wir hier auch helle Seitenwände. Das Auge wird optisch geleitet von den Wenge-Flur auf das Intero-Interieur nach die hellen Seitenwände. Größere Salonfenster, viel mehr Tageslicht reinbekommen. Das ist der Wunsch bei sowohl Intero als auch bei dieser SL-Ausführung. Nur ein Akzent, Sie sehen hier die grau pulverbeschichtete Salonfenster. Kommen die Akzente auch hier innen im Salonbereich zurück, also nicht nur außen, aber auch innen. Und weiter sehen Sie auch in der Längerung sehr viel indirekte Beleuchtung, damit Sie sich sicher durch den Boden bewegen können und immer in irgendeine Augenecke gewarnt werden für Niveauunterschiede. Wir haben dafür auf alle Ebenen, alle Treppen, alle Stufen, haben wir Sensoren eingebaut, die, wenn Sie sich bewegen, automatisch die indirekte Beleuchtung aktiviert wird. Optimale Sicherheit an Bord einer Linsen. Angekommen sind wir in die Eignerkabine, die Vorkabine. So wie Sie sehen, eine große Person wie mir kann hier großzügig im Bett liegen. Meine Frau passt noch gut daneben, die Matratze ist groß genug. Die Vorkabine, die Eignerkabine, hat ihren eigenen Kleiderschrankraum mit Hängeteil. Natürlich sehr wichtig, dass ich auch meine Teile richtig hängen kann. An der anderen Seite haben wir auf Steuerbord auch noch einen Kleiderschrank und der Zugang zu die Waschkabine mit Toilettraum ist direkt von die Eignerkabine, damit in der Nacht wir nicht gestört werden und meine Gäste ihren eigenen Zugang haben können. Die Gäste haben ihre eigene Tür und sie. Toilette mit großen Spiegel, auch wieder Corian-Oberfläche und viele vernünftige Stau- und Funktionsmöglichkeiten in diese Waschräume. Von der Vorkabine und Mittenkabine haben wir hier die Dusche, die ich Ihnen auch gerne mal zeige. Sie sehen, dass eine große Person hier freien Stehraum hat. Während Fahren ist es natürlich wichtig, sitzen zu duschen, das ist die Sicherheit. Wir haben hier noch einen Schrank, der wunderbar geeignet ist für den Stauraum von Shampoo, Dusche oder Handtücher. Das bleibt auch schön trocken. Wenn Sie längere Zeit unterwegs sind und Sie wünschen ein Waschmaschinen-Trockner-Kombi, das ist eine Option, wird hier in diesen Schrank installiert. Die Gästekabine ist hier in die Standardausstattung. 2 Ein-Personen-Bett. Optionell ist es auch möglich, um mit einem Zwischenstück da ein großes Bett auszumachen. Sprechen Sie mit mir oder einem meiner Kollegen. Wir haben natürlich noch mehrere Einteilungen verfügbar für diese Mittenkabine. Momentan als Gästekabine haben natürlich auch hier einen großen eigenen Schrank für Stauraum. Sie sehen, dass wir in die neue Intero und SL-Modelle auch mit sehr großen Bullaugen arbeiten und immer eine Doppelbelüftung haben. Diese Fenster sind auch zu bekommen mit einem Mückengitter oder Regenschutz und damit können Sie immer doppelt belüften. Extrem wichtig auf ein Boot. Der zweite große Unterschied mit die Sedan ist natürlich, ich habe hier eine eigene Kabine, auf Englisch gesagt, eine Master Cabin. Ich nutze diesen Lebensraum also zweimal diese Quadratmeter Fläche. Die Eignerkabine, die Master Cabin, hat ein freistehendes Bett, was rundum gut zugänglich ist. Ich habe da an Backbordseite habe ich einen begehbaren Kleiderschrank. Hier nebenan habe ich einen Waschraum mit integrierter Dusche. Auch hier werden Sie sehen, dass die Bullaugen wieder sehr groß ausgeführt sind, sowie auch an Steuerbordseite. Extrem viel Tageslicht bringen wir rein in alle Kabinen. In die Dusche ist der optionelle Heizkörper und auch die neue Einteilung von der Schrank. Jetzt sind wir an der Waschkabine angekommen. Ich kann Ihnen auch im Spiegel angucken. Was haben wir hier geändert? Weniger Ecken, der kleine Schrank in die vorige Generation auch weggeholt. Einen sehr großen Spiegel und hinter diesem Spiegel gibt es dann wieder unglaublich viel Stauraum. Auch hier sehen Sie, dass wir auch seefest hier ein paar Sachen abstellen können. Die Steckdose für Rasierer und auch wieder schön das Corian verarbeitet in die Waschkabine. In der Dusche haben wir jetzt auch den Corian-Rand erhöht, damit das Duschbecken aus einem Teil gefertigt wird. Die Sedan bringt uns ganz nah an die Wasserlinie, aber Sie können auch sehen in die neue Einteilung, die SL oder Intero-Generationen,
haben wir den Zugang zu der Badeplattform exzentrisch gemacht. Damit kann der Tisch voll bleiben mit Essen und Trinken. Hier öffnen Sie die Tür und Sie haben einen direkt sehr einfachen Zugang zu der Badeplattform. Die Edelstahl-Schwimmleiter ist hier unter dem Deck integriert und auf dem Deck sehen Sie zwei Klampen. Wenn Sie wieder zurück aus dem Wasser kommen, können Sie die Klampe nehmen und haben damit einen einfachen, aber sicheren Zugang zu der Badeplattform. Im Weiteren haben wir noch einen Stauraum auf die Badeplattform gemacht, wo Sie Wasserschläuche, vielleicht was Spielzeug für Ihre Kinder oder Enkelkinder reinbringen können. Also Stauraum ohne Ende. So, jetzt sind wir natürlich angekommen bei dem Steuerstand. Ein wesentlicher Unterschied mit den Sedan ist, dass wir hier jetzt draußen, aufgebaut auf der Eignerkabine hinten, dass wir hier den Außensteuerstand haben. Den Außensteuerstand in diesem Fall hat nur einen grafischen Plotter, ist aber auch durchaus möglich, um genau wie bei der Variotop-Reihe zwei große Plotter nebeneinander. Es gibt ja immer mehr Spielereien, die ich in Remarin einbauen kann, wie Kameras oder AIS oder Virtual Reality. Es kann hier gut über zwei Plotter verteilt werden. Diesen neuen Design am Steuerstand ist auch nicht mehr in der Mitte, aber ist an Steuerbordseite. Damit haben Sie mehr Sicht. Feste Stuhlaufstellung hier hinter dem Steuerstand, was auch dafür sorgt, dass ich hier auf dem Achterdeck, wenn ich Gäste habe, mehr Stühle, mehr Sitze erschaffen kann. So wie schon ein paar Mal gesagt, ist Tageslicht immer wichtiger auf die Boote. Durch diesen Steuerstand nach Steuerbordseite zu verschieben, haben wir hier an dieser Seite eine Möglichkeit zu ein extra Salonfenster erschafft, was auch dazu beiträgt, dass wir viel mehr Tageslicht im Salon reinbekommen. Auch sehen Sie hier die ganze Utility-Anschlüsse, wenn eine extra 220 Volt Steckdose benötigt wird. Die Warmluftgebläse vom Steuerstand, was hier nach unten jetzt geht, und auch die Landstromanschluss, was jetzt auch nach unten orientiert ist, gibt mehr Bewegungsfreiheit hier am Steuerstand und eine sehr ordentliche Anschlussmöglichkeit. So wie Sie bereits beim Sedan gesehen haben, ist hier auch jetzt das XS Steuerpanel eingebaut, unser eigenes Linsensystem, und die komplette Durchfahrthöhe war bei der vorigen Generation, alle Fenster, die ganze Presenningabbau war hier 3 Meter. Jetzt sind wir auch in der Lage gewesen, um das bis 2,95 zu reduzieren. Das sind 5 cm, kann mal wichtig sein. So, im Abschluss zu dieses Video hoffe ich, dass ich Ihnen eine gute Erklärung gegeben habe über die besonderen Kennzeichen, die SL Sedan und SL AC. Wir laden Sie gerne ein zur Werftbesuch und Probefahrt. Wenn Sie dazu Interesse haben, nehmen Sie Kontakte auf mit unseren Vertretungen in Europa oder einfach direkt mit mir oder meinen Kollegen hier auf der Werft in Maasbracht. Eine ausführliche Werksführung, einen Einblick in die Technologie, damit Sie es hautnah erleben können, und auch eine Probefahrt planen wir gerne für Sie ein. Wir sehen Sie gerne in Maasbracht.